In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den DeMarca-Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Als erstes binden wir die notwendige Bibliothek für die Handelsfunktionen ein. Dies geschieht über die Zeile, die die Klasse Trade aus der Standardbibliothek einbindet. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die für die Ausführung von Trades und die Verwaltung von Positionen unerlässlich sind. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt namens Trade. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen verwalten, einschließlich des Öffnens und Änderns von Positionen. Nun definieren wir die Parameter für die Konfiguration unserer Strategie. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter Lookback Bars legt den historischen Bereich für die Analyse von Höchst- und Tiefstständen fest und erlaubt uns, diesen zwischen 1 und 1000 Kerzen einzustellen. Der Parameter Min Candles Back bestimmt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief, das zwischen 5 und 50 Kerzen eingestellt werden kann. Der Parameter Trailing Offset bietet eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop, die in Punkten gemessen wird und zwischen 1 und 20 liegt. Der Parameter DeMarca Period legt den Zeitraum für den DeMarca-Indikator fest, während die Parameter Upper Level und Lower Level die Schwellenwerte für die Trenderkennung definieren, wobei die Werte für das obere Level zwischen 0,5 und 0,9 und für das untere Level zwischen 0,1 und 0,5 liegen. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Zustand zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable DeMarca Handle enthält das Handle für den DeMarca-Indikator, während DeMarca Buffer ein Array ist, in dem die DeMarca-Werte gespeichert werden. Im Array Price Data werden die Kursdaten Open, High, Low und Close gespeichert. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das DeMarca-Indikator-Handle mit Hilfe der Funktion iDeMarca und geben das aktuelle Symbol und den H1-Zeitrahmen an. Außerdem konfigurieren wir die Arrays als Zeitreihen, wobei wir sicherstellen, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, mit den Daten in einer natürlichen zeitlichen Abfolge zu arbeiten. Schließlich geben wir einen Erfolgscode zurück, um anzuzeigen, dass die Initialisierung erfolgreich war. Als nächstes definieren wir die Funktionen zum Öffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung eines Kaufauftrags zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit der Funktion Symbol Info Double Up und ruft dann die Methode Position Open aus dem cTrade-Objekt auf. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall eröffnen wir eine Kaufposition mit einem Volumen von 0,10 Lots, was 10 Mikrolots entspricht. Der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit werden deaktiviert, indem sie auf 0 gesetzt werden. In ähnlicher Weise führt die Funktion OpenSell-Position einen Verkaufsauftrag aus. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und verwendet die gleiche Methode Position Open, um eine Verkaufsposition zu eröffnen. Auch hier wird das Volumen auf 0,10 Lots gesetzt und der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit sind deaktiviert. Die Funktion OnTick wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst historische Kursdaten für die Analyse ab, indem wir die Daten der H1-Kerze für den angegebenen Rückblickzeitraum mit der Funktion CopyRates kopieren. Zu den Parametern für diese Funktion gehören das Symbol, der Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Zielarray, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Als nächstes laden wir die DeMarca-Werte mit der Funktion CopyBuffer aus dem Indikatorbuffer. Diese Funktion benötigt den Indikator-Handle, die Puffernummer, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Werte und das Zielarray zum Speichern der DeMarca-Werte. Anschließend überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir stellen fest, ob es offene Positionen gibt und welchen Typ sie haben,
indem wir in einer Schleife alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen, um eine sichere Iteration zu gewährleisten. Für jede Position ermitteln wir die eindeutige Ticketnummer und prüfen, ob sie zu dem aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir, dass wir eine offene Position gefunden haben und speichern ihren Typ, entweder Kauf oder Verkauf. Jetzt gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über. Die erste Bedingung prüft, ob der Demarker-Indikator den unteren Schwellenwert überschreitet, was auf ein potenzielles Kaufsignal hinweist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Kaufposition öffnen auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es bereits eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iLowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Anschließend prüfen wir, ob der Tiefpunkt mindestens Min Candles Back alt ist und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tiefpunkt liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das neue Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Stop Loss zu aktualisieren. Die zweite Bedingung prüft, ob der Demarker-Indikator den oberen Schwellenwert unterschreitet, was auf ein potenzielles Verkaufssignal hinweist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Open Sell Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn es bereits eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Anschließend prüfen wir, ob der Höchststand mindestens Min Candles Back alt ist und ob der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Höchststand liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das neue Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Stop Loss zu aktualisieren. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Sie durchläuft alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge für sichere Änderungen. Für jede Position wählt sie die Position anhand der Ticketnummer aus und prüft, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zum aktuellen Chartsymbol gehört. Ist dies der Fall, rufen wir den aktuellen Stop-Loss-Wert ab. Bei Kaufpositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, rufen wir die Methode Position Modify auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Bei Verkaufspositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Wenn eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, rufen wir ebenfalls die Methode Position Modify auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den Demarker-Indikator für Handelsentscheidungen nutzt und eine einfache Strategie mit ein paar Zeilen MQL-Code implementiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.